Lektion 1: Einkaufsliste für Supermärkte. Hallo Anna, mir gehen auch Milch und Eier aus. Was ist mit dir? Hallo John. Ich muss auch Milch auffüllen, und ich könnte etwas frisches Gemüse gebrauchen. Hört sich gut an. Wir sollten eine Einkaufsliste erstellen, um sicherzugehen, dass wir nichts vergessen. Das ist eine tolle Idee. Ich füge Eier, Milch und Gemüse zur Liste hinzu. Was brauchen wir noch? Wir sollten überprüfen, ob wir genug Brot und Müsli zum Frühstück haben. Richtig, ich füge der Liste Brot und Müsli hinzu. Brauchen wir irgendwelche Snacks oder Getränke? Vielleicht ein paar Chips und Limonade für Filmabende zu Hause? Gute Überlegung. Ich füge der Liste auch Chips und Limonade hinzu. Gibt es sonst noch etwas? Wir sollten diese Woche auch Hühnchen und Nudeln zum Abendessen essen. Hühnchen und Nudeln, verstanden. Sonst noch etwas für unsere Mahlzeiten? Es wäre toll, auch ein paar Früchte wie Äpfel und Bananen zu haben. Äpfel und Bananen, perfekt. Unsere Einkaufsliste kommt gut zusammen. In der Tat. Benötigen Sie etwas Besonderes für Ihre Rezepte oder Ernährungspräferenzen? Ich habe vor, einen Salat zuzubereiten, also füge ich Salat und Tomaten zur Liste hinzu. Gute Wahl. Ich füge sie auch hinzu. Gibt es noch etwas, das wir nicht vergessen sollten? Ich denke, wir haben alles abgedeckt. Lassen Sie uns die Liste noch einmal überprüfen. In Ordnung. Wir brauchen Eier, Milch, Gemüse, Brot, Müsli, Chips, Limonade, Hühnchen, Nudeln, Äpfel, Bananen, Salat und Tomaten. Das sieht umfassend aus. Jetzt sind wir bereit, zum Supermarkt zu gehen. Bevor wir gehen, schauen wir uns an, ob wir Gutscheine oder Rabatte haben, um etwas Geld zu sparen. Gute Idee. Wir können auch unsere wiederverwendbaren Taschen mitbringen, um umweltfreundlich zu sein. Absolut. Schnappen wir uns unsere Einkaufstaschen und machen uns auf den Weg. Einkaufen, wir kommen. Es macht immer Spaß, die Gänge zu erkunden und neue Zutaten zu finden. Machen wir eine produktive Reise daraus. Definitiv. Wir besorgen alles, was wir brauchen und entdecken vielleicht sogar ein paar neue Artikel zum Ausprobieren. Ich freue mich darauf. Lass uns gehen und unseren Lebensmitteleinkauf zum Erfolg machen. Einverstanden. Los geht's. Zeit, unseren Kühlschrank und die Speisekammer mit allem Nötigen aufzufüllen. Lektion 2: Fähigkeiten unter Beweis stellen. Hallo Anna, ich war nervös wegen meines bevorstehenden Vorstellungsgesprächs. Irgendwelche Ratschläge? Hallo. Mach dir keine Sorgen. Du kannst sie trotzdem beeindrucken, indem du deine Fähigkeiten hervorhebst. Worin bist du gut? Nun, ich habe hervorragende Fähigkeiten zur Problemlösung und starke Kommunikationsfähigkeiten. Das ist großartig. Achten Sie darauf, diese während des Interviews zu erwähnen. Welche anderen Fähigkeiten haben Sie? Ich beherrsche auch Programmiersprachen wie Python und Java. Das ist beeindruckend. Technische Fähigkeiten werden in vielen Branchen hochgeschätzt. Was kannst du sonst noch präsentieren?
Ich bin erfahren im Grafikdesign und habe Erfahrung mit Adobe Photoshop und Illustrator. Das ist fantastisch. Visuelle Designfähigkeiten können Sie von anderen abheben. Möchtest du sonst noch etwas erwähnen? Ich spreche auch fließend Spanisch und habe Erfahrung in der Arbeit in multikulturellen Umgebungen. Zweisprachigkeit und interkulturelle Kompetenz sind auf jeden Fall wertvolle Vermögenswerte. Was ist mit Ihren Führungsqualitäten? Ich habe mehrere erfolgreiche Projekte geleitet und habe ein Händchen dafür, Teams zu motivieren und zu leiten. Das ist ausgezeichnet. Führungsqualitäten zeigen Ihre Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und Ergebnisse zu erzielen. Gibt es noch andere Stärken? Ich lerne schnell und passe mich gut an neue Technologien und Software an. Anpassungsfähigkeit und kontinuierliches Lernen sind sehr gefragt. Es ist toll, dass du diese Eigenschaften besitzt. Danke für deine Ermutigung. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Das solltest du. Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen machen Sie zu einem starken Kandidaten. Glaube einfach an dich selbst. Du hast recht. Ich gehe mit einer positiven Einstellung in das Interview und zeige meine Fähigkeiten. Das ist der Geist. Denken Sie daran, konkrete Beispiele dafür zu nennen, wie Sie Ihre Fähigkeiten angewendet haben. Absolut. Ich werde einige Erfolgsgeschichten vorbereiten, die ich während des Interviews teilen werde. Das ist ein kluger Ansatz. Dadurch werden Ihre Fähigkeiten für den Interviewer greifbarer und einprägsamer. Ich schätze Ihre Anleitung. Es ist beruhigend, jemanden zu haben, mit dem man das besprechen kann. Ich helfe gerne. Du schaffst das. Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Interview. Ich danke dir vielmals. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Ich werde mein Bestes geben. Lektion 3: Fitness und Diät. Hallo Anna, ich habe mich in letzter Zeit auf mein Training konzentriert. Ich möchte das Beste aus meinen Bemühungen machen. Befolgst du neben deiner Fitnessroutine auch einen Diätplan? Hallo John. Das ist toll zu hören. Ja, ich ernähre mich ausgewogen, um mein Training zu ergänzen. Es hilft mir, Energie zu erhalten und meine Fitnessziele zu erreichen. Das ist interessant. Woraus besteht Ihr Diätplan typischerweise? Gibt es bestimmte Lebensmittel, die Sie priorisieren? Meine Ernährung umfasst hauptsächlich magere Proteine wie Hühnchen und Fisch, viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und gesunde Fette wie Avocado und Nüsse. Das klingt nach einer ausgewogenen Ernährung. Ich sollte mehr dieser Lebensmittel in meine Mahlzeiten aufnehmen. Gibt es Lebensmittel, die ich vermeiden sollte? Es ist am besten, verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel mit hohem Gehalt an gesättigten Fetten oder zugesetzten Zuckern einzuschränken. Entscheiden Sie sich nach Möglichkeit für natürliche, Ich unverarbeitete verstehe. Optionen. Es ist sinnvoll, verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden. Ich werde mich bewusst bemühen, gesündere Optionen zu wählen. Hast du irgendwelche Tipps für die Essensplanung? Die Essensplanung ist hilfreich, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ich schlage vor, Mahlzeiten im Voraus zuzubereiten, einschließlich eines ausgewogenen Verhältnisses von Proteinen, Kohlenhydraten und Gemüse. Vorausschauend zu planen klingt nach einer guten Strategie. Das spart Zeit und stellt sicher, dass ich nahrhafte Mahlzeiten immer zur Verfügung habe. Wie wäre es mit Portionskontrolle?
Portionskontrolle ist wichtig. Höre auf die Hunger- und Völlezeichen deines Körpers. Es ist auch vorteilhaft, kleinere Teller und Schalen zu verwenden, um die Portionen visuell zu kontrollieren. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Die Portionskontrolle kann schwierig sein, aber die Verwendung kleinerer Teller könnte helfen. Haben Sie Empfehlungen für gesunde Snacks? Unbedingt. Zu den gesunden Snacks gehören griechischer Joghurt, Nüsse, Obst, rohes Gemüse mit Hummus oder eine kleine Portion dunkler Schokolade. Das klingt nach leckeren und nahrhaften Snackideen. Ich werde mich mit diesen Artikeln eindecken, wenn ich einen schnellen Happen brauche. Irgendwelche Ratschläge, um motiviert zu bleiben? Motiviert zu bleiben kann schwierig sein, aber realistische Ziele zu setzen, deine Fortschritte zu verfolgen und eine Trainingsroutine zu finden, die dir Spaß macht, kann dich das auf lange Sicht motivieren. Ich stimme zu. Spaß an der Trainingsroutine ist entscheidend, um motiviert zu bleiben. Ich werde verschiedene Aktivitäten erkunden, um herauszufinden, was mir wirklich Spaß macht. Danke für die Tipps. Du bist willkommen. Denken Sie daran, Konsistenz ist der Schlüssel. Konzentrieren Sie sich weiterhin auf Ihr Training und treffen Sie gesunde Entscheidungen zu einem Teil Ihres Lebensstils. Du schaffst das. Danke für die Ermutigung. Ich bin motiviert, meine Fitnessroutine und meine Essgewohnheiten positiv zu verändern. Auf einen gesünderen Lebensstil. Lektion 4. Work-Life-Balance. Hallo Anna, ich fühle mich in letzter Zeit von der Arbeit überwältigt. Irgendwelche Tipps zur Aufrechterhaltung einer gesunden Work-Life-Balance? Hallo John. Ein Gleichgewicht zu finden ist wichtig für das allgemeine Wohlbefinden. Haben Sie darüber nachgedacht, einige Entspannungstechniken in Ihre Routine aufzunehmen? Daran habe ich nicht gedacht. Es könnte einen Versuch wert sein. Welche Entspannungstechniken schlagen Sie vor? Achtsamkeitsmeditation und tiefe Atemübungen können helfen, Stress abzubauen. Sie fördern Entspannung und Konzentration und ermöglichen es Ihnen, neue Energie zu tanken. Das klingt wohltuend. Ich probiere Meditation und tiefes Atmen aus. Gibt es noch andere Strategien, die du empfiehlst? Ja, Grenzen zu setzen ist entscheidend. Lerne Nein zu sagen, wenn dein Teller schon voll ist. Priorisieren Sie Ihre Aufgaben und delegieren sie, wenn möglich. Das Setzen von Grenzen ist sinnvoll. Es ist wichtig, meine Grenzen zu kennen und nicht zu viel auf mich zu nehmen. Ich werde daran arbeiten, Aufgaben zu priorisieren und zu delegieren. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist das Zeitmanagement. Planen Sie Ihren Zeitplan und weisen Sie bestimmte Zeitfenster für Arbeit, Freizeit und Selbstfürsorge zu. Zeitmanagement ist der Schlüssel. Ich erstelle einen Zeitplan, der Zeit einräumt, in der Sie sich entspannen und Aktivitäten außerhalb der Arbeit nachgehen können. Irgendwelche Vorschläge zur Selbstpflege? Selbstpflege ist unerlässlich. Nehmen Sie an Aktivitäten teil, die Ihnen Freude bereiten und Ihnen helfen, sich zu entspannen, zum Beispiel lesen, Sport treiben oder Zeit in der Natur verbringen. Das sind großartige Vorschläge. Ich werde sicherstellen, dass ich mir Zeit für Aktivitäten zur Selbstpflege nehme, die mich verjüngen. Wie wäre es mit arbeitsbedingtem Stress? Versuchen Sie, Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen, um arbeitsbedingten Stress zu bewältigen. Feiern Sie unterwegs Erfolge, um motiviert zu bleiben. Das Aufteilen von Aufgaben klingt nach einem praktischen Ansatz. Wenn ich Meilensteine feiere, werde ich das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben. Irgendwelche letzten Ratschläge?
Denken Sie daran, sich in Ihrer Freizeit von der Arbeit zu trennen. Trennen Sie sich von der Technologie, gehen Sie Hobbys nach und verbringen Sie Zeit mit Ihren Lieben. Das Trennen der Verbindung ist wichtig. Ich werde mich bewusst bemühen, mich von der Arbeit zu lösen und meine Freizeit in vollen Zügen zu genießen. Danke für die wertvollen Einblicke. Du bist willkommen. Wenn Sie der Work-Life-Balance Priorität einräumen, tragen Sie zu Ihrem allgemeinen Glück und Wohlbefinden bei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, diese Harmonie zu finden. Danke für deine Unterstützung. Ich bin entschlossen, positive Veränderungen vorzunehmen und eine gesündere Work-Life-Balance zu erreichen. Auf ein erfüllteres Leben. Lektion 5: Reiseunterkünfte. Hallo Anna, ich plane eine Reise und versuche mich zwischen einem Aufenthalt in Hotels oder Airbnb zu entscheiden. Was ist deine Präferenz? Hallo John. Das ist ein guter Ansatz. Persönlich genieße ich die einzigartige Erfahrung, in Airbnb-Unterkünften zu übernachten. Sie können in die lokale Kultur eintauchen. Das ist interessant. Ich habe gute Dinge über Airbnb gehört. Gibt es irgendwelche Vorteile, in Hotels zu übernachten, die ich in Betracht ziehen sollte? Unbedingt. Hotels bieten oft mehr Annehmlichkeiten wie Zimmerservice, Reinigungsservice und Zugang zu Einrichtungen wie Schwimmbädern oder Fitnessstudios. Ah, ich verstehe. Diese Annehmlichkeiten zu haben, kann sehr reizvoll sein. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass sie mit Airbnb mehr Flexibilität und Privatsphäre haben. Das ist richtig. Airbnb bietet eine Vielzahl von Optionen, von ganzen Häusern bis hin zu privaten Zimmern. Es ist ideal für diejenigen, die ein unabhängigeres und persönlicheres Erlebnis bevorzugen. Ich mag die Idee, mehr Freiheit und Privatsphäre zu haben. Gibt es irgendwelche Sicherheitsbedenken bei Airbnb, die ich beachten sollte? Es ist immer wichtig, Bewertungen zu lesen, das Profil des Gastgebers zu überprüfen und die Sicherheitsmerkmale der Unterkunft zu überprüfen. Airbnb hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen, aber es ist ratsam, vorsichtig zu sein. Sicherheit hat oberste Priorität, daher werde ich vor der Buchung meine Sorgfaltspflicht einhalten. Gibt es Kostenunterschiede zwischen Hotels und Airbnb? Die Kosten können je nach Standort, Art der Unterkunft und Jahreszeit variieren. Im Allgemeinen kann Airbnb budgetfreundlicher sein, insbesondere für längere Aufenthalte. Das Budget ist definitiv ein Faktor für mich. Wenn ich etwas Geld für Unterkünfte spare, könnte ich mehr für andere Aspekte der Reise ausgeben. Irgendwelche abschließenden Gedanken? Letztlich kommt es auf die persönlichen Vorlieben und die Art des Reiseerlebnisses an, das Sie suchen. Sowohl Hotels als auch Airbnb haben ihre eigenen Vorteile. Das macht Sinn. Ich werde die Vor- und Nachteile abwägen und überlegen, was mir für diese Reise am wichtigsten ist. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Du bist willkommen. Ich hoffe, Sie finden die perfekte Unterkunft für Ihre Reise. Genießen Sie Ihre Reisen und erleben Sie eine wundervolle Erfahrung, wo auch immer Sie übernachten möchten. Danke für deine guten Wünsche. Ich freue mich darauf, meine Reise zu planen und die ideale Unterkunft zu finden. Auf unvergessliche Abenteuer. Lektion 6: Picknickpläne. Hallo Anna, was hältst du von einem Picknick an diesem Wochenende? Es wäre eine großartige Gelegenheit, die Natur zu genießen. Hallo John. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Ich liebe Picknicks.
Wie wäre es, auch ein paar Freunde einzuladen, sich uns anzuschließen? Gute Idee. Ein Picknick mit Freunden wäre noch angenehmer. Wir können eine schöne Zeit zusammen haben. Was sollten wir für das Picknick mitbringen? Wir können ein paar Sandwiches, Obst und Snacks mitbringen. Es ist immer schön, während des Picknicks eine Vielzahl köstlicher Leckereien zu genießen. Unbedingt. Sandwiches, Obst und Snacks sind ein Muss für ein Picknick. Wir können auch erfrischende Getränke mitbringen, um unseren Durst zu stillen. Erfrischende Getränke wären perfekt. Vielleicht etwas hausgemachte Limonade oder Eistee. Das verleiht dem Picknick eine erfrischende Note. Sollen wir irgendwelche Spiele oder Aktivitäten mitbringen? Spiele oder Aktivitäten wären großartig, um alle zu unterhalten. Wir können einen Frisbee oder einen Ball mitbringen, um während des Picknicks ein paar Spiele im Freien zu spielen. Spiele im Freien wie Frisbee oder Ball zu spielen würde so viel Spaß machen. Es wird dem Picknick ein aktives Element hinzufügen. Darauf freue ich mich. Irgendwelche Vorschläge für den Ort des Picknicks? Wir können einen nahegelegenen Park mit großzügigen Grünflächen und Schatten wählen. Es bietet einen komfortablen und malerischen Ort für unser Picknick. Ein Park mit Grünflächen und Schatten klingt ideal. Wir können uns entspannen und die natürliche Umgebung genießen. Es wird ein unvergessliches Picknick. Danke, dass du es vorgeschlagen hast. Du bist willkommen. Picknicks sind eine großartige Möglichkeit, Zeit mit Freunden zu verbringen und die Natur zu genießen. Machen wir daraus ein fantastisches Picknickerlebnis. Lektion 7: Transformation des Budgetzimmers. Hallo Anna, hast du schon einmal ein Zimmer umgebaut, ohne viel auszugeben? Ich suche nach budgetfreundlichen Ideen, um mein Wohnzimmer auf den neuesten Stand zu bringen. Hallo John. Ja, habe ich. Sie können eine bemerkenswerte Transformation erreichen, ohne das Budget zu sprengen. Welche Änderungen erwägen Sie? Ich denke darüber nach, die Wände neu zu streichen und die Möbel neu anzuordnen, um ein frisches Aussehen zu erhalten. Irgendwelche anderen Vorschläge, um den Raum aufzupeppen? Das Neulackieren der Wände kann einen erheblichen Unterschied machen. Sie können auch in Betracht ziehen, dekorative Kissen, Vorhänge oder Teppiche hinzuzufügen, um dem Raum Farbe und Textur zu verleihen. Das ist eine tolle Idee. Das Hinzufügen dekorativer Elemente wie Kissen, Gardinen und Teppiche kann die Ästhetik des Raums sofort verbessern. Irgendwelche Tipps, um erschwingliches Dekor zu finden? Gebrauchtwarenläden, Online-Marktplätze und Heimwerkerprojekte sind hervorragende Quellen für erschwingliches Dekor. Sie können Unikate zu einem Bruchteil der Kosten finden. Gebrauchtwarenläden und Online-Marktplätze sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Ich werde nach erschwinglichen Schätzen Ausschau halten. Wie wäre es mit Beleuchtung? Irgendwelche Vorschläge? Die Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines Ambientes. Sie können veraltete Leuchten durch modernere und energieeffizientere ersetzen oder einige stilvolle Lampen hinzufügen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Die Modernisierung der Leuchten oder das Hinzufügen stilvoller Lampen klingt nach einer großartigen Möglichkeit, das Ambiente des Raums zu verbessern. Es wird einen warmen und einladenden Raum schaffen. Irgendwelche letzten Tipps? Unterschätzen Sie nicht die Macht des Aufräumens und Organisierens. Es ist eine kostenlose Möglichkeit, Ihr Wohnzimmer geräumiger und einladender erscheinen zu lassen. Außerdem verbessert es die Funktionalität. Aufräumen und Organisieren sind wichtige Schritte. Ein aufgeräumter Raum sorgt dafür, dass sich der Raum offener und angenehmer anfühlt.
Ich freue mich darauf, mit der Umgestaltung meines Budgetzimmers zu beginnen. Vielen Dank für den hilfreichen Rat. Lektion 8: Reisepläne. Hallo Anna, ich habe das Bedürfnis nach Urlaub. Wie wäre es mit der Planung einer Reise? Hallo John. Das klingt großartig. Ich könnte auch eine Pause gebrauchen. Wo willst du hingehen? Ich wollte schon immer eine tropische Insel besuchen. Die Vorstellung von weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser klingt unglaublich. Oh, ich liebe den Klang davon. Ein tropischer Inselurlaub wäre so verjüngend. Haben Sie bestimmte Ziele im Sinn? Ich habe großartige Dinge über Bali und die Malediven gehört. Sie bieten atemberaubende Strände und ein einzigartiges kulturelles Erlebnis. Bali und die Malediven sind bekannt für ihre natürliche Schönheit. Es wäre ein Traum, diese Orte zu erkunden. Wann sollten wir gehen? Wie wäre es mit nächstem Monat? Wir können die Nebensaison nutzen, wenn das Wetter noch günstig ist und es weniger überfüllt ist. Der nächste Monat klingt perfekt. Wir können den Menschenmassen ausweichen und eine friedlichere Atmosphäre genießen. Ich freue mich. Müssen wir eine Unterkunft buchen? Ja, ich kümmere mich darum. Ich werde unsere Reservierungen abschließen und mich mit den Einzelheiten bei Ihnen melden. Wir können eine gemütliche Strandvilla oder ein Luxusresort wählen. Das klingt fantastisch. Eine Strandvilla oder ein Luxusresort würden unseren Aufenthalt noch unvergesslicher machen. Ich kann es kaum erwarten, die Optionen zu hören. Ich werde sicherstellen, dass wir die besten Optionen innerhalb unseres Budgets finden. Ich möchte, dass wir ein unvergessliches Erlebnis haben. Gibt es noch andere Aktivitäten, die du gerne machen würdest? Ich würde gerne schnorcheln oder tauchen, um die lebendige Unterwasserwelt zu erkunden. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Unterwasserwelt zu genießen. Schnorcheln und Tauchen sind Aktivitäten, die man unbedingt ausprobieren muss. Wir können die Schönheit unter der Oberfläche beobachten. Es wird ein unvergessliches Abenteuer sein. Danke, dass Sie diesen Kurzurlaub vorgeschlagen haben. Lektion 9: Fitnessziele. Hallo Anna, trainierst du regelmäßig? Ich versuche aktiv zu bleiben und eine Fitnessroutine beizubehalten. Hallo John. Ja, ich glaube an die Bedeutung von Bewegung. Ich strebe mindestens 3-mal pro Woche an, aber manchmal steht mir das Leben im Weg. Ich verstehe. Es kann schwierig sein, sich konsequent an eine Routine zu halten. Welche Arten von Übungen machen dir am meisten Spaß? Ich mag eine Vielzahl von Übungen wie Joggen, Yoga und Krafttraining. Das Mischen macht die Dinge interessant und wirkt auf verschiedene Körperteile. Das ist großartig. Eine Vielzahl von Übungen hilft dabei, verschiedene Muskelgruppen anzusprechen und verhindert Langeweile. Wie bleibst du motiviert, regelmäßig Sport zu treiben? Ich finde es hilfreich, realistische Ziele zu setzen und meine Fortschritte zu verfolgen. Dadurch bin ich motiviert und rechenschaftspflichtig. Hast du irgendwelche Tipps? Es ist in der Tat effektiv, Ziele zu setzen und Fortschritte zu verfolgen. Ein weiterer Tipp ist, einen Trainingspartner zu finden oder an einem Fitnesskurs teilzunehmen. Es fügt einen sozialen Aspekt hinzu und macht es unterhaltsamer. Mit einem Kumpel zu trainieren oder an einem Fitnesskurs teilzunehmen, klingt nach einer großartigen Idee. Es bietet Unterstützung und hält die Motivation hoch. Was machst du, wenn du keine Zeit für ein vollständiges Training findest? Wenn ich keine Zeit für ein vollständiges Training finde,
versuche ich, körperliche Aktivität in meinen Tagesablauf zu integrieren. Es kann einen Unterschied machen, die Treppe statt des Aufzugs zu nehmen oder in den Mittagspausen einen kurzen Spaziergang zu machen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist eine gute Strategie, kleine Wege zu finden, um den ganzen Tag über aktiv zu sein. Es geht darum, Fitness zu einem Teil unseres Lebensstils zu machen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Bewegung zu einem Erkenntnisse festen geteilt Bestandteil haben. unseres Lebens zu machen, ist sowohl für das körperliche als auch für das geistige Wohlbefinden von Vorteil. Lassen Sie uns weiter nach unseren Fitnesszielen streben. Lektion 10: Empfehlungen zur Hautpflege. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit viel über Hautpflegeroutinen gehört. Haben Sie beliebte Produktempfehlungen? Hallo John. Hautpflege ist wichtig und es gibt viele großartige Produkte. Eine beliebte Option ist eine Feuchtigkeitscreme mit Hyaluronsäure. Es ist bekannt für seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. Hyaluronsäure-Feuchtigkeitscreme klingt interessant. Das gefällt mir. Lass es mich auf meiner Haut versuchen. Gibt es bestimmte Marken, die Sie empfehlen würden? Es gibt mehrere seriöse Marken, die Hyaluronsäure-Feuchtigkeitscremes anbieten. Zu den beliebtesten gehören Neutrogena, CeraVe und The Ordinary. Neutrogena, CeraVe und The Ordinary sind bekannte Marken. Ich werde mir Ihre Hyaluronsäure-Feuchtigkeitscremes ansehen. Was ist mit Sonnencreme? Irgendwelche Empfehlungen dafür? Sonnenschutz ist wichtig, um die Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Eine beliebte Wahl ist ein Breitspektrum-Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher. Suchen Sie nach Marken wie La Roche-Posay, EltaMD oder Aveeno. Ein Breitspektrum-Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher ist ein Muss. Ich werde mir La Roche-Posay, EltaMD und Aveeno für ihre Sonnenschutzoptionen ansehen. Gibt es noch andere Hautpflegeprodukte, die ich in Betracht ziehen sollte? Ein weiteres beliebtes Produkt ist ein sanfter Reiniger. Suchen Sie nach einem Produkt, das zu Ihrem Hauttyp passt. Marken wie Cetaphil, CeraVe und Simple sind bekannt für ihre effektiven und dennoch sanften Ein sanfter Reinigungsmittel. Reiniger ist für eine Hautpflegeroutine unerlässlich. Ich werde die Optionen von Cetaphil, CeraVe und Simple untersuchen. Danke für die Empfehlungen. Lektion 11: Treffen im Einkaufszentrum. Hallo Anna, hast du deine Cousine im Einkaufszentrum getroffen? Wie war dein Tag? Hallo John. Ja, ich habe meinen Cousin im Einkaufszentrum getroffen und wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Wir haben ein bisschen eingekauft und uns über das Leben des anderen informiert. Das klingt nach einem lustigen Tag. Familie zu treffen und einzukaufen kann Spaß machen. Haben Sie beim Einkaufen etwas Interessantes gefunden? Ja, wir haben einige tolle Angebote gefunden. Ich kaufte ein neues Kleid und ein paar Schuhe, und mein Cousin fand ein cooles Gerät, das er sich schon eine Weile gewünscht hatte. Es ist immer aufregend, gute Angebote zu finden und etwas Neues zu kaufen. Das Kleid und die Schuhe müssen gut an dir aussehen. Hast du noch andere Geschäfte erkundet? Wir haben ein bisschen Schaufensterbummel gemacht und ein paar andere Geschäfte angeschaut. Es gab eine Buchhandlung mit einer großen Auswahl an Büchern, und wir haben einige Zeit damit verbracht, dort zu stöbern. Das Stöbern in einer Buchhandlung kann eine entspannende und bereichernde Erfahrung sein. Haben Sie am Ende Bücher gekauft oder haben Sie es einfach genossen, sie durchzusehen? Wir konnten beide nicht widerstehen und kauften am Ende ein paar Bücher. Einer war ein Bestseller und der andere war ein Klassiker, den wir beide lesen wollten.
Das ist wunderbar. Bücher sind ein Schatz, und es ist toll, dass Sie und Ihr Cousin die Liebe zum Lesen teilen. Hast du im Einkaufszentrum etwas gegessen? Ja, wir haben eine Pause gemacht und in einem gemütlichen Café im Einkaufszentrum zu Mittag gegessen. Wir haben ein paar leckere Sandwiches genossen und uns bei einer Tasse Kaffee unterhalten. Mittagessen in einem Café klingt herrlich. Es ist schön, sich während eines Einkaufsbummels zu entspannen und neue Energie zu tanken. Hattest du interessante Gespräche mit deinem Cousin? Unbedingt. Wir informierten uns über das Leben des anderen, tauschten Geschichten aus und schwelgten in Erinnerungen an unsere Kindheit. Es war eine bedeutungsvolle Zeit zusammen. Es ist von unschätzbarem Wert, Zeit mit der Familie zu verbringen und Erinnerungen zu schaffen. Ich freue mich, dass du mit deinem Cousin einen wunderbaren Tag im Einkaufszentrum hattest. Lektion 12. Genießen Sie eine private Aussicht. Hallo Anna, warst du schon einmal im Dachrestaurant in der Innenstadt? Ich habe gehört, dass sie eine wunderschöne Aussicht haben. Hallo John. Ja, ich war dort. Das Restaurant auf dem Dach bietet nicht nur köstliches Essen, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, mit Aussicht zu essen. Außerdem können wir die schöne Aussicht und die Privatsphäre genießen. Ist es notwendig, eine Reservierung vorzunehmen? Ja, es ist ratsam, eine Reservierung vorzunehmen, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten. Auf diese Weise können wir uns einen Tisch mit der besten Aussicht sichern und Wartezeiten vermeiden. Eine Reservierung ist eine gute Idee. Ich möchte die Gelegenheit, die Aussicht zu genießen, nicht verpassen. Haben Sie eine Vielzahl von Essensmöglichkeiten? Unbedingt. Das Restaurant auf der Dachterrasse bietet eine vielfältige Speisekarte mit Optionen, die von internationaler Küche bis hin zu lokalen Spezialitäten reichen. Es ist für jeden etwas dabei. Das ist toll zu hören. Ich schätze es, eine Vielzahl von Möglichkeiten zu haben, wenn es ums Essen geht. Sind die Preise angemessen? Die Preise sind angesichts der Qualität des Essens und des Ambientes durchaus angemessen. Es ist eine lohnende Erfahrung, besonders mit der atemberaubenden Aussicht. Es ist gut zu wissen, dass die Preise angemessen sind. Ich glaube, es lohnt sich, in ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu investieren. Ist das Restaurant überfüllt? Im Restaurant kann es vor allem an Wochenenden und Abenden voll werden. Da es sich jedoch um ein Restaurant auf dem Dach handelt, sind die Sitzplätze gut verteilt und bieten ein Gefühl von Privatsphäre. Das ist ein Bonus. Privatsphäre trägt zum gesamten kulinarischen Erlebnis bei. Ich bevorzuge eine intimere Umgebung. Gibt es noch etwas, das wir wissen sollten, bevor wir gehen? Es ist erwähnenswert, dass das Restaurant auf dem Dach eine lässige Kleiderordnung hat, sodass wir uns bequem kleiden können. Vergessen Sie auch nicht, Ihre Kamera mitzubringen, um die atemberaubende Aussicht einzufangen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Freizeitkleidung und eine Kamera zum Festhalten von Erinnerungen. Ich freue mich darauf, die wunderschöne Aussicht zu erleben und ein köstliches Essen mit Ihnen zu genießen. Lektion 13. Die Geheimnisse des Kosmos. Hallo Anna, hast du schon einmal in den Nachthimmel geschaut und die Weiten des Weltalls bestaunt? All diese Sterne sind so faszinierend. Hallo John. Absolut. Der Kosmos hat mich schon immer fasziniert. Es ist unglaublich, über die Weite des Universums und unseren Platz darin nachzudenken. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die schiere Anzahl der Sterne da draußen ist umwerfend. Wussten Sie,
dass jeder Stern eine potenzielle Sonne mit eigenen Planeten darstellt? Ja, es ist faszinierend, sich die Möglichkeiten vorzustellen. Bei so vielen Sternen scheint die Wahrscheinlichkeit anderer bewohnbarer Planeten und außerirdisches Leben wahrscheinlich. Das ist ein fesselnder Gedanke. Die Idee, andere Welten zu erkunden und außerirdischen Lebensformen zu begegnen, ist Science Fiction. Gibt es berühmte Sternbilder, von denen du weißt? Ganz gewiss. Ein bekanntes Sternbild ist Orion, das an seinem ausgeprägten Sternenmuster leicht zu erkennen ist. Es wird seit Jahrhunderten beobachtet und untersucht. Orion ist in der Tat ein berühmtes Sternbild. Seine markanten Sterne haben die Form eines Jägers. Haben Sie schon einmal selbst versucht, Sterne zu beobachten und Sternbilder zu identifizieren? Ja, habe ich. Es kann eine unterhaltsame und lehrreiche Aktivität sein. Es gibt Apps und Diagramme zur Sternenbeobachtung, mit deren Hilfe Sternbilder und ihre Geschichten identifiziert werden können. Das ist toll zu wissen. Der Einsatz von Technologie zur Verbesserung unseres Sternenbeobachtungserlebnisses ist eine fantastische Idee. Gibt es noch andere Himmelsobjekte, die Ihr Interesse wecken? Ich finde Galaxien besonders faszinierend. Der Gedanke, dass unzählige Sterne und Himmelskörper ein riesiges System bilden, ist beeindruckend. Die Andromeda-Galaxie zum Beispiel ist ein atemberaubender Anblick. Ich stimme zu. Galaxien sind faszinierend. Die Andromeda-Galaxie, die unserer Milchstraße am nächsten gelegene Spiralgalaxie, ist ein unvergesslicher Anblick. Es lässt dich die Ungeheuerlichkeit des Universums erkennen. Gibt es noch etwas am Weltraum, das dich erstaunt? Das Konzept der schwarzen Löcher ist sowohl faszinierend als auch rätselhaft. Die Vorstellung, dass es sich um unglaublich dichte Objekte mit so starken Gravitationskräften handelt, dass nichts entkommen kann, ist umwerfend. Schwarze Löcher sind in der Tat umwerfend. Sie erweitern die Grenzen unseres Verständnisses von Physik. Die Mysterien des Kosmos faszinieren uns weiterhin, nicht wahr? Unbedingt. Je mehr wir lernen, desto mehr wird uns bewusst, wie viel es zu entdecken gibt. Der Weltraum ist eine unendliche Quelle des Staunens und der Neugier. Das ist es wirklich. Die Weiten und Geheimnisse des Weltraums erinnern uns an unseren Platz im Universum und unseren unersättlichen Wissensdurst. Lasst uns die Wunder des Kosmos weiter erforschen und schätzen. Lektion 14: Ein anstrengender Tag und Erinnerungen an die Wäsche. Hallo Anna, es scheint, als hättest du einen anstrengenden Tag gehabt. Was hast du gemacht? Hallo John. Ja, es war ziemlich hektisch. Ich hatte viele Besorgungen zu erledigen und auch etwas Wäsche zu erledigen. Ich verstehe. Besorgungen können dich auf Trab halten. Übrigens, vergiss nicht, Oh, ja. Du hast recht. Ich muss daran denken, die Reinigung auf dem Rückweg abzuholen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. kein Problem. Es ist immer gut, eine kleine Erinnerung zu haben. Wäsche kann manchmal eine ziemliche Aufgabe sein. Machst du es selbst? Ja, ich mache meine Wäsche lieber selbst. Es gibt mir das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Außerdem kann ich mich richtig um empfindliche Gegenstände kümmern. Das ist großartig. Ihre eigene Wäsche zu waschen kann lohnend sein. Haben Sie Tipps, um hartnäckige Flecken loszuwerden? Unbedingt.
Bei hartnäckigen Flecken behandle ich sie in der Regel vor dem Waschen mit einem Fleckenentferner vor. Es hilft, den Fleck abzubauen und die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Entfernung zu erhöhen. Die Vorbehandlung von Flecken ist ein hilfreicher Tipp. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Trennen Sie Ihre Kleidung, bevor Sie sie waschen? Ja, ich teile meine Kleidung immer in verschiedene Stapel auf, je nach Farbe und Stoffart. Es verhindert Farbblutungen und stellt sicher, dass jedes Kleidungsstück die richtige Pflege erhält. Das Trennen von Kleidung ist eine gute Praxis. Es hilft, die Qualität der Kleidungsstücke aufrechtzuerhalten. Haben Sie irgendwelche Lieblingswäscheprodukte? Ich verwende am liebsten ein mildes Waschmittel, das für verschiedene Stoffarten geeignet ist. Es ist wichtig, Produkte zu wählen, die keine Schäden oder Irritationen verursachen. Die Auswahl der richtigen Waschprodukte ist unerlässlich. Schonende Reinigungsmittel sind ideal, um die Qualität der Kleidung zu erhalten. Gibt es noch etwas, das Sie tun, um den Waschvorgang zu vereinfachen? Um die Sache einfacher zu machen, versuche ich, eine Routine zu etablieren. Ich lege bestimmte Tage für die Wäsche fest, damit sie sich nicht häuft. Es hilft mir, organisiert zu bleiben. Eine Wäscheroutine ist ein kluger Ansatz. Es stellt sicher, dass die Aufgabe nicht überwältigend wird. Vielen Dank, dass Sie Ihre Einblicke in die Wäscherei geteilt haben. Lektion 15: Die Macht der Vorbereitung. Hallo Anna, wusstest du, dass Selbstvertrauen oft dadurch entsteht, dass du gut vorbereitet bist? Hallo John. Absolut. Wenn Sie wissen, dass Sie die notwendige Arbeit und Vorbereitung geleistet haben, stärkt das Ihr Selbstvertrauen in jeder Situation. Das ist richtig. Ob es sich um eine Präsentation, eine Prüfung oder sogar ein Vorstellungsgespräch handelt, wenn Sie gut vorbereitet sind, können Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Definitiv. Die Vorbereitung hilft uns, mehr Kontrolle zu haben und bereit zu sein, Herausforderungen anzugehen. Es minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns überfordert oder ängstlich fühlen. Das tut es auf jeden Fall. Wenn wir gut vorbereitet sind, können wir Aufgaben mit einem Gefühl von Ruhe und Klarheit angehen. Haben Sie jemals die Vorteile der Vorbereitung aus erster Hand erlebt? Unbedingt. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich eine Präsentation halten musste. Ich verbrachte Stunden damit, zu recherchieren, meine Gedanken zu ordnen und meinen Vortrag zu üben. Es hat einen großen Unterschied in meinem Selbstvertrauen gemacht. Das ist fantastisch zu hören. Vorbereitung zahlt sich wirklich aus. Es ist erstaunlich, wie viel wohler wir uns fühlen können, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Gibt es spezielle Strategien, mit denen Sie sich auf wichtige Ereignisse vorbereiten? Ja, ich finde, dass das Erstellen eines detaillierten Plans oder einer Checkliste mir hilft, organisiert zu bleiben. Die Aufgabe in kleinere Schritte zu unterteilen macht sie überschaubarer und stellt sicher, dass ich alle notwendigen Aspekte abdecke. Eine Checkliste zu haben ist eine gute Idee. Es hält Sie konzentriert und stellt sicher, dass nichts übersehen wird. Gibt es noch andere Techniken, die du hilfreich findest? Eine andere Technik, die ich für nützlich halte, ist die Visualisierung von Erfolgen. Ich stelle mir vor, dass ich gute Leistungen erbringe oder meine Ziele erreiche. Es hilft, eine positive Denkweise aufzubauen und stärkt mein Selbstvertrauen weiter. Die Visualisierung von Erfolgen ist ein mächtiges Werkzeug. Es hilft, eine positive Denkweise zu entwickeln und stärkt unseren Glauben an unsere eigenen Fähigkeiten. Gibt es noch etwas, das du uns über die Wichtigkeit der Vorbereitung mitteilen möchtest? Eine letzte Sache, die ich erwähnen möchte, ist die Bedeutung der Praxis. Ob es darum geht,
eine Rede zu proben, Übungsprobleme zu lösen oder Vorstellungsgespräche zu führen. Übung hilft dabei, unsere Fähigkeiten zu verfeinern und Selbstvertrauen aufzubauen. Übung macht in der Tat einen Unterschied. Je mehr wir üben, desto wohler und selbstbewusster fühlen wir uns. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erkenntnisse über die Macht der Vorbereitung mitgeteilt haben. Lektion 16. Austausch von Kontaktinformationen. Hallo Anna, mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch keine Kontaktinformationen ausgetauscht haben. Kann ich deinen Namen und deine Kontaktnummer haben? Hallo John. Natürlich, hier sind mein Name und meine Nummer. Mein Name ist Anna Thompson und meine Nummer ist 555 bis 1234. Ich danke dir. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist John Smith und meine Nummer ist 555 bis 5678. Hast du es? Ich hab's. Danke. Ich speichere deine Nummer sofort. Es ist immer wichtig, Kontaktinformationen griffbereit zu haben, nicht wahr? Absolut. Die Verfügbarkeit von Kontaktinformationen hilft uns, in Verbindung zu bleiben und gewährleistet eine reibungslose Kommunikation. Übrigens, bevorzugen Sie es, SMS zu schreiben oder anzurufen. Das hängt von der Situation ab. Für schnelle Updates oder einfache Fragen funktioniert das Schreiben von SMS gut. Für detailliertere Diskussionen oder dringende Angelegenheiten rufe ich jedoch lieber an. Das macht Sinn. Textnachrichten eignen sich für kurze Nachrichten, während Telefonieren eine unmittelbarere und interaktivere Konversation ermöglicht. Es ist gut, Ihre Präferenz zu kennen. Ebenso. Für eine effektive Interaktion ist es wichtig, die Kommunikationspräferenzen des jeweils anderen zu respektieren. Gibt es noch etwas, das du gerne wissen oder besprechen möchtest? Eigentlich habe ich noch eine Frage. Verwenden Sie Messaging-Apps oder Social-Media-Plattformen, auf denen wir eine Verbindung herstellen können? Ja, ich bin auf WhatsApp und Instagram aktiv. Wir können uns auf jeden Fall auf diesen Plattformen verbinden, wenn du möchtest. Das klingt großartig. Ich füge dich auf WhatsApp hinzu und folge dir auf Instagram. Das ist eine gute Möglichkeit, auch außerhalb von regulären Anrufen oder Textnachrichten in Verbindung zu bleiben. Hervorragend. Ich werde nach Ihren Anfragen Ausschau halten. Es ist immer schön, mehrere Kommunikationskanäle zu haben. Es stellt sicher, dass wir uns leicht erreichen können. Absolut. Mehrere Kommunikationskanäle bieten Flexibilität und Komfort. Vielen Dank, dass Sie Ihre Kontaktinformationen und Einstellungen geteilt haben. Lektion 17. Trinkgeld und Sicherheitsvorkehrungen. Hallo Anna, wusstest du, dass es üblich ist, den Fahrpreis als Trinkgeld aufzurunden? Hallo John. Ja, Trinkgeld zu geben ist eine gängige Praxis, um Wertschätzung für guten Service zu zeigen. Es ist eine Möglichkeit, die Bemühungen des Dienstanbieters anzuerkennen. Das ist richtig. Bei der Festlegung des Trinkgeldes ist es wichtig, die Servicequalität zu berücksichtigen. Haben Sie schon einmal Situationen erlebt, in denen nicht mit Trinkgeld gerechnet wurde? Unbedingt. In einigen Ländern ist es möglicherweise nicht üblich, Trinkgeld zu geben, oder es wird sogar als unhöflich angesehen. Es ist immer eine gute Idee, sich über die Gepflogenheiten beim Trinkgeld zu informieren, bevor Sie an einen neuen Ort reisen. Die Erforschung der lokalen Gepflogenheiten ist unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden. Es ist wichtig, die kulturellen Normen des Ortes zu respektieren, den Sie besuchen. Apropos Reisen, gibt es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die Sie bei der Erkundung neuer Ziele treffen? Definitiv. Ich achte immer darauf,
eine Kopie meiner wichtigen Dokumente wie Reisepässe und Ausweise getrennt von den Originalen aufzubewahren. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme bei Verlust oder Diebstahl. Es ist klug, Kopien wichtiger Dokumente aufzubewahren. Dies kann Ihnen im Falle eines unglücklichen Vorfalls viel Ärger ersparen. Gibt es noch andere Sicherheitsmaßnahmen, die Sie befolgen? Eine weitere wichtige Sicherheitsmaßnahme besteht darin, sich ihrer Umgebung bewusst zu sein und es zu vermeiden, wertvolle Gegenstände offen in der Öffentlichkeit auszustellen. Dies trägt dazu bei, das Risiko eines Diebstahls oder des Erregens unerwünschter Es ist von Aufmerksamkeit zu entscheidender minimieren. Bedeutung, wachsam und diskret mit wertvollen Gegenständen umzugehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gibt es spezielle Sicherheitstipps, die Sie auf Ihren Reisen gelernt haben? Ja, eine wertvolle Lektion, die ich gelernt habe, ist, die lokalen Notrufnummern zu recherchieren und sie auf meinem Handy zu speichern. Es gewährleistet einen schnellen Zugriff auf Hilfe im Notfall. Es ist wichtig, die lokalen Notrufnummern zu kennen. In kritischen Situationen kann dies einen erheblichen Unterschied machen. Vielen Dank, dass Sie uns diese Hinweise zum Trinkgeld und zur Sicherheit gegeben haben. Lektion 18. Gesunde Frühstücksgewohnheiten. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, richtig zu frühstücken? Hallo John. Absolut, das Frühstück wird oft als die wichtigste Mahlzeit des Tages bezeichnet. Es liefert die Energie und Nährstoffe, die benötigt werden, um den Tag richtig zu beginnen. Das ist richtig. Ein nahrhaftes Frühstück kann helfen, die Konzentration zu verbessern, den Stoffwechsel anzukurbeln und wichtige Vitamine und Mineralien bereitzustellen. Haben Sie irgendwelche Lieblingsfrühstücksoptionen? Definitiv. Ich genieße es, eine Schüssel Haferflocken mit frischen Früchten und einem Schuss Honig zu trinken. Es ist eine gesunde und sättigende Wahl voller Ballaststoffe und Antioxidantien. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan von Rühreiern mit Vollweizentoast und einer Avocado-Beilage. Es ist eine ausgewogene Mahlzeit, die Protein, gesunde Fette und komplexe Kohlenhydrate enthält. Es hält mich den ganzen Morgen über mit Energie versorgt. Das klingt köstlich und nahrhaft. Es ist toll, eine Vielzahl von Lebensmittelgruppen in unser Frühstück aufzunehmen, um eine abgerundete Mahlzeit zu gewährleisten. Gibt es noch andere Vorteile des Frühstücks? Absolut. Frühstücken kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, das Risiko zu verringern, später am Tag zu viel zu essen und die allgemeine Stimmung und Produktivität verbessern. Es gibt einen positiven Ton für den Tag. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das Frühstück ist wirklich der Grundstein für einen gesunden Lebensstil. Es ist wichtig, sich Zeit für diese wichtige Mahlzeit zu nehmen. Haben Sie Tipps für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, zu frühstücken? Für Personen, die es schwierig finden, zu frühstücken, kann es hilfreich sein, mit kleinen Portionen zu beginnen oder sich für Optionen zum Mitnehmen wie Smoothies oder Joghurt-Parfaits zu entscheiden. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Das ist ein toller Vorschlag. Wenn Sie das Frühstück bequem und angenehm gestalten, können Sie diejenigen ermutigen, die Schwierigkeiten haben, eine Frühstücksroutine zu entwickeln. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Irgendwelche abschließenden Nur zur Gedanken zum Erinnerung, Frühstück? dass das Auslassen des Frühstücks zu einem verringerten Energieniveau, verminderter Konzentration und möglicherweise zu übermäßigem Essen im Laufe des Tages führen kann. Es lohnt sich, sich die Mühe zu machen, dieser wichtigen Mahlzeit Priorität einzuräumen. Absolut. Die Priorisierung des Frühstücks ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt in Richtung eines gesünderen Lebensstils. Vielen Dank, dass Sie heute mit mir über die Bedeutung des Frühstücks gesprochen haben. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen über die Frühstücksgewohnheiten zu sprechen. Denken wir daran, uns mit einem nahrhaften Frühstück zu stärken
um jeden Tag positiv zu beginnen. Lektion 19: Mentale Barrieren und Selbstüberwindung. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über persönliches Wachstum nachgedacht. Für mich geht es darum, die mentale Barriere zu überwinden, wenn ich mich bei herausfordernden Aufgaben anstrenge. Was ist mit dir? Hallo John. Das ist ein interessantes Thema. Für mich geht es darum, meine Komfortzone zu verlassen und neue Möglichkeiten zu nutzen. Mich dazu zu drängen, neue Dinge auszuprobieren, kann einschüchternd sein, aber am Ende lohnt es sich. Ich stimme zu. Das Verlassen unserer Komfortzonen ist der Ort, an dem echtes Wachstum stattfindet. Es ist wichtig, uns selbst herauszufordern und uns nicht von Angst aufhalten zu lassen. Wie motivierst du dich in solchen Situationen? Eine Möglichkeit, mich selbst zu motivieren, besteht darin, kleine, erreichbare Ziele zu setzen. Eine große Aufgabe in kleinere Schritte zu unterteilen, macht sie weniger überwältigend und motiviert mich, wenn ich auf dem Weg Fortschritte sehe. Das Setzen kleinerer Ziele ist eine großartige Strategie. Es hilft, die Dynamik aufrechtzuerhalten und vermittelt ein Erfolgserlebnis. Haben Sie noch andere Techniken, um mentale Barrieren zu überwinden? Eine andere Technik, die ich hilfreich finde, ist positives Selbstgespräch. Anstatt mich auf Selbstzweifel zu konzentrieren, erinnere ich mich an vergangene Erfolge und glaube an meine Fähigkeiten. Es stärkt mein Selbstvertrauen und hilft mir, Herausforderungen direkt zu begegnen. Positives Selbstgespräch ist mächtig. Unsere Denkweise spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir schwierige Aufgaben angehen. Indem wir negative Gedanken durch positive ersetzen, können wir unsere Perspektive ändern und bessere Leistungen erbringen. Waren Sie in letzter Zeit mit besonderen Herausforderungen konfrontiert? Ja, ich habe vor kurzem angefangen, öffentlich zu sprechen, was für mich immer eine Herausforderung war. Ich bin jedoch einem Sprechclub beigetreten, in dem ich üben und konstruktives Feedback erhalten kann. Bisher war es eine großartige Lernerfahrung. Das ist beeindruckend. In der Öffentlichkeit zu sprechen kann ziemlich entmutigend sein, aber die Suche nach Gelegenheiten zum Üben und Feedback ist ein proaktiver Ansatz. Es zeigt Ihre Entschlossenheit, diese Herausforderung zu bewältigen. Gibt es einen Rat, den Sie anderen geben würden, die mit ähnlichen mentalen Barrieren konfrontiert sind? Absolut. Mein Rat wäre, Unbehagen anzunehmen und es als Wachstumschance zu sehen. Umgib dich mit unterstützenden Menschen, setze dir realistische Ziele und feiere kleine Siege. Denke daran, Fortschritt ist wichtiger als Perfektion. Das sind hervorragende Ratschläge. Unbehagen zu akzeptieren und sich eher auf Fortschritt als auf Perfektion zu konzentrieren, kann einen erheblichen Unterschied machen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse zur Überwindung geistiger Barrieren und zur Selbstüberwindung teilen. Lektion 20: Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen. Hallo Anna, hast du jemals mit bestehenden Organisationen für eine Sache zusammengearbeitet, die dir am Herzen liegt? Hallo John. Ja, ich habe mich an eine örtliche Lebensmittelbank gewandt, um mögliche Möglichkeiten zu besprechen, wie ich einen Beitrag leisten und einen positiven Beitrag in unserer Gemeinde leisten kann. Es ist eine großartige Möglichkeit, eine Sache zu unterstützen, an die ich glaube. Absolut. Hast du Ich habe ähnliche letztes Jahr Erfahrungen gemacht? freiwillig an einem Mentoring-Programm für Jugendliche teilgenommen. Es war lohnend, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die sich dafür einsetzt, junge Menschen zu stärken und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wie sind Sie an die Lebensmittelbank herangegangen? Ich begann damit, die Mission und die laufenden Initiativen der Lebensmittelbank zu recherchieren. Dann habe ich mich per E-Mail an sie gewandt, mein Interesse an einer Mitarbeit bekundet und gefragt, ob es bestimmte Bereiche gibt, in denen sie Unterstützung benötigen. Sie waren sehr aufmerksam und schätzten die Öffentlichkeitsarbeit. Das ist fantastisch. Organisationen zu recherchieren und mit ihnen Kontakt aufzunehmen,
ist ein proaktiver Ansatz. Es zeigt echtes Interesse und ermöglicht eine sinnvollere Zusammenarbeit. Hatten Sie konkrete Projekte im Sinn? Ich schlug vor, eine Lebensmittelaktion der Gemeinde zu organisieren, um das Bewusstsein zu schärfen und Spenden für die Lebensmittelbank zu sammeln. Sie waren von der Idee begeistert und gaben Anleitungen, wie sie effektiv umgesetzt werden kann. Es war eine gemeinsame Anstrengung, an der die gesamte Community beteiligt Die war. Organisation einer Lebensmittelaktion ist eine wirkungsvolle Initiative. Sie geht nicht nur auf die unmittelbaren Bedürfnisse der Gemeinde ein, sondern schärft auch das Bewusstsein für Ernährungsunsicherheit. Gab es während des Prozesses irgendwelche Herausforderungen? Eine Herausforderung bestand darin, die Logistik zu koordinieren, beispielsweise die Einrichtung von Sammelstellen und die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Transports der gespendeten Gegenstände. Mit der Unterstützung von Freiwilligen und der Anleitung der Lebensmittelbank konnten wir diese Herausforderungen jedoch erfolgreich bewältigen. Die Bewältigung logistischer Herausforderungen ist von entscheidender Bedeutung. Es ist inspirierend zu sehen, wie Zusammenarbeit und Teamwork einen Unterschied machen können. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der an einer Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen interessiert ist? Ich würde Ihnen raten, ein Anliegen zu identifizieren, das Ihnen am Herzen liegt, gründliche Nachforschungen über bestehende Organisationen anzustellen und sich mit einem klaren Vorschlag oder einer Idee an sie zu wenden. Es ist wichtig, zu betonen, welchen Mehrwert Sie bieten können, und offen für die Zusammenarbeit und Beratung durch die Das sind Organisation wertvolle zu sein. Tipps. Leidenschaft, Recherche und effektive Kommunikation sind entscheidend für die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu diesem Thema geteilt haben. Lektion 21: Mietwagentipps. Hallo Anna, ich habe gerade ein Auto für unsere Reise gemietet. Ich hoffe, Sie haben eine reibungslose Erfahrung mit Ihrem Mietwagen. Hallo John. Das ist perfekt. Ein Auto zu mieten kann praktisch sein, um neue Orte zu erkunden. Haben Sie Tipps für ein problemloses Erlebnis? Absolut. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Auto gründlich inspizieren, bevor Sie losfahren. Notieren Sie alle vorhandenen Schäden und melden Sie diese dem Vermieter. Das ist ein gutes Argument. Eventuelle Schäden im Voraus zu dokumentieren, verhindert spätere Missverständnisse. Was sollte ich sonst noch beachten? Machen Sie sich vor der Fahrt mit den Bedienelementen und Funktionen des Fahrzeugs vertraut. Stellen Sie die Spiegel, Scheinwerfer und Sitzposition ein, um Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass ich mich mit den Bedienelementen und Funktionen des Autos vertraut mache. Sicherheit sollte immer Priorität haben. Gibt es spezielle Fahrtipps, die Sie empfehlen? Ja, halten Sie sich immer an die örtlichen Verkehrsregeln und Vorschriften. Achten Sie auf Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verkehrsschilder und Parkbeschränkungen, um unnötige Bußgelder oder Strafen zu vermeiden. Die Einhaltung der Verkehrsregeln und Vorschriften ist entscheidend für eine reibungslose und störungsfreie Reise. Ich werde auf jeden Fall die örtlichen Regeln beachten. Irgendwelche Ratschläge zur Navigation? Verwenden Sie ein GPS-Gerät oder eine Navigations-App auf Ihrem Smartphone, um auf unbekannten Straßen zu navigieren. Planen Sie Ihre Route im Voraus, um Zeit zu sparen und sich nicht zu verirren. Ein GPS-Gerät oder eine Navigations-App werden sich auf jeden Fall als nützlich erweisen. Wenn wir die Route im Voraus planen, können wir auf dem richtigen Weg bleiben. Was ist mit Tanken? Behalten Sie die Tankanzeige im Auge und füllen Sie den Tank nach, bevor er zu niedrig wird. Suchen Sie im Voraus nach Tankstellen in der Nähe, insbesondere wenn Sie in abgelegene Gebiete reisen. Es ist wichtig, die Tankanzeige zu überwachen und rechtzeitig nachzufüllen. Wenn wir Tankstellen im Voraus finden, ersparen wir uns mögliche Probleme im Zusammenhang mit dem Kraftstoff.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Ein letzter Tipp: Achten Sie darauf, wo Sie den Mietwagen parken. Wählen Sie gut beleuchtete und sichere Parkplätze, um das Risiko von Diebstahl oder Beschädigung zu verringern. Parken in gut beleuchteten und sicheren Bereichen ist ein kluger Schachzug. Der Schutz des Mietwagens sollte Priorität haben. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Mietwagentipps geteilt haben. Du bist willkommen. Ich hoffe, diese Tipps helfen Ihnen dabei, ein reibungsloses und angenehmes Erlebnis mit Ihrem Mietwagen zu haben. Hab eine fantastische Reise. Lektion 22: Planung ist wichtig. Hallo Anna, ich habe gehört, dass er diese Woche einen sehr vollen Terminkalender hat. Vielleicht sollten wir bis nächste Woche warten. Hallo John. Das ist interessant. Es ist wichtig, die Verfügbarkeit einer Person zu berücksichtigen, bevor Sie Pläne schmieden. Was ist der Grund für seinen vollen Terminkalender? Er erwähnte, dass er im Laufe der Woche mehrere arbeitsbezogene Verpflichtungen und Termine hatte. Es scheint, als würde er nicht viel Freizeit haben. Ich verstehe. Es ist wichtig, seinen vollen Terminkalender einzuhalten und ihm nicht noch mehr hinzuzufügen. Bis nächste Woche zu warten, klingt nach einer rücksichtsvollen Entscheidung. Gibt es nächste Woche bestimmte Tage, die für Sie gut funktionieren? Nächste Woche bin ich ziemlich flexibel. Wie steht's mit dir? Haben Sie bevorzugte Tage oder Zeiten? Ich habe Anfang der Woche ein paar Verpflichtungen, aber ich bin ab Mittwoch verfügbar. Donnerstag oder Freitag wären ideal für mich. Was ist mit dir? Donnerstag oder Freitag funktionieren auch gut für mich. Zielen wir auf einen dieser Tage ab. Wir können bei ihm nachfragen und die Verfügbarkeit bestätigen. Klingt nach einem Plan. Wir werden seinen Zeitplan noch einmal überprüfen und den Tag entsprechend abschließen. Es ist wichtig, die Zeit und Verfügbarkeit aller zu berücksichtigen. Absolut. Die Einhaltung der Zeitpläne anderer und die Suche nach einem für beide Seiten günstigen Zeitpunkt sind der Schlüssel zu einer reibungslosen Planung. Wir werden sicherstellen, dass die Details bekannt gegeben werden, sobald alles bestätigt ist. Großartig! Es ist wichtig, eine klare Kommunikation zu haben und alle auf dem Laufenden zu halten. Warten wir auf die Bestätigung und fahren wir dann entsprechend fort. In der Tat. Eine klare Kommunikation ist entscheidend für eine effektive Planung und Koordination. Wir warten auf die Bestätigung, bevor wir fortfahren. Danke für Ihr Verständnis. Lektion 23: Schnäppchenjagd. Hallo Anna, generell ja, du kannst gute Angebote für Alkohol und Tabak finden. Hallo John. Das ist interessant. Es ist immer gut zu wissen, wo man günstige Preise findet. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Definitiv. Einige Duty-Free-Shops an Flughäfen oder Grenzübergängen bieten oft wettbewerbsfähige Preise für Alkohol- und Tabakwaren an. Duty-Free-Shops können eine großartige Option sein, um gute Angebote zu finden. Gibt es noch andere Orte, an denen wir erschwingliche Preise finden können? Ja, lokale Supermärkte oder Discounter bieten manchmal auch Sonderaktionen oder Rabatte auf Alkohol und Tabak an. Lokale Supermärkte und Discounter sind bequeme Optionen, um erschwingliche Preise zu finden. Es lohnt sich, ihre Werbeaktionen anzusehen. Gibt es etwas zu beachten, wenn Sie nach Angeboten suchen? Bei der Suche nach Angeboten ist es wichtig, die Preise zu vergleichen und nach Einschränkungen oder Beschränkungen der Mengen zu suchen, die Sie kaufen können. Es ist wichtig, Preise zu vergleichen und sich aller Einschränkungen bewusst zu sein.
Wir sollten sicherstellen, dass die Regeln und Vorschriften eingehalten werden. Gibt es noch andere Tipps, die du teilen kannst? Ein weiterer Tipp ist, den Kauf in großen Mengen in Betracht zu ziehen, wenn Sie ein häufiger Verbraucher sind. Der Kauf größerer Mengen kann häufig zu niedrigeren Stückpreisen führen. Der Kauf in großen Mengen kann eine kluge Strategie sein, um langfristig Geld zu sparen. Für normale Verbraucher ist dies eine Überlegung wert. Irgendwelche abschließenden Gedanken zur Suche nach guten Angeboten? Schließlich ist es immer eine gute Idee, nach saisonalen Verkäufen oder Sonderveranstaltungen Ausschau zu halten, bei denen die Preise möglicherweise weiter reduziert werden. Saisonale Angebote und Sonderveranstaltungen sind großartige Gelegenheiten, um noch bessere Angebote zu finden. Es ist von Vorteil, über solche Anlässe auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank, dass Sie diese Tipps zur Du bist Schnäppchenjagd willkommen. geteilt haben. Gute Angebote für Alkohol und Tabak zu finden, kann helfen, etwas Geld zu sparen. Denken Sie daran, immer verantwortungsbewusst zu konsumieren. Lektion 24: Bequeme Mode. Hallo Anna, ich fühle mich wohler, ich verstehe, dass lockere Oberteile ein entspanntes und angenehmes Gefühl vermitteln. Hallo John. Das ist wahr. Lose Oberteile können ein Gefühl von Komfort und Entspannung vermitteln. Gibt es noch andere Kleidungsstücke, die Sie bequem finden? Definitiv. Ich finde auch, dass elastische Hosen oder Leggings für den Alltag sehr bequem sind, besonders wenn ich unterwegs bin. Elastische Hosen oder Leggings sind in der Tat eine gute Wahl, wenn es um Komfort geht. Sie ermöglichen Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Gibt es bestimmte Stoffe, die Sie für bequeme Kleidung bevorzugen? Ich persönlich finde Baumwoll- und Leinenstoffe sehr bequem. Sie sind atmungsaktiv und hautfreundlich, was zum allgemeinen Komfort beiträgt. Baumwoll- und Leinenstoffe eignen sich hervorragend für bequeme Kleidung. Sie sorgen für Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Wie wäre es mit Schuhen? Was findest du bequem? Bei Schuhen bevorzuge ich Sneakers oder Flats. Sie bieten guten Halt und Dämpfung und machen lange Spaziergänge oder anstrengende Tage für meine Füße angenehmer. Sneakers und Flats sind eine praktische Wahl für bequemes Schuhwerk. Unterstützung und Polsterung sind für ein angenehmes Laufgefühl unerlässlich. Gibt es noch andere Faktoren, die Sie für bequeme Mode berücksichtigen? Ja, ich achte auch auf die Passform der Kleidung. Ich finde, dass gut sitzende Kleidungsstücke, weder zu eng noch zu locker, die perfekte Balance aus Komfort und Stil bieten. Die richtige Passform zu finden, ist entscheidend für bequeme Mode. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Stil zu finden. Irgendwelche abschließenden Gedanken zu bequemer Kleidung? Schließlich ist Komfort subjektiv, und es ist wichtig, etwas zu tragen, in dem Sie sich wohl und selbstbewusst fühlen. Persönliche Vorlieben spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl komfortabler Mode. Absolut. Komfort und Selbstvertrauen gehen Hand in Hand. Jeder Einzelne hat seine eigene Definition dessen, was sich wohl anfühlt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse über bequeme Mode geteilt haben. Du bist willkommen. Bequeme Mode ermöglicht es uns, uns am besten zu fühlen und unseren Tag mit Leichtigkeit zu genießen. Lassen Sie uns Komfort in unseren Stilentscheidungen berücksichtigen. Lektion 25: Spaziergänge in der Natur. Hallo Anna, ein Spaziergang in der Natur macht meinen Kopf frei. Das klingt so friedlich. Hallo John. Spaziergänge in der Natur können unglaublich verjüngend sein. Ich sollte es irgendwann versuchen. Gibt es bestimmte Orte, die du empfiehlst? Definitiv.
In der Nähe gibt es einen schönen Park mit Wanderwegen, umgeben von Bäumen und einem ruhigen See. Es ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen. Das klingt reizend. Umgeben von Bäumen und einem friedlichen See muss eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Zu welcher Tageszeit bevorzugen Sie Ihre Spaziergänge in der Natur? Normalerweise gehe ich am frühen Morgen oder am späten Nachmittag, wenn die Temperatur angenehm ist und weniger Leute da sind. Es trägt zur Ruhe bei. Spaziergänge am frühen Morgen oder am späten Nachmittag klingen perfekt. Es ist eine großartige Möglichkeit, Menschenmassen zu vermeiden und die Ruhe der Natur zu genießen. Gibt es besondere Vorteile, die Sie bei diesen Spaziergängen bemerkt haben? Spaziergänge in der Natur klären nicht nur meinen Geist, sondern helfen mir auch, mich geerdeter und mit der Natur verbundener zu fühlen. Insgesamt ist es eine erfrischende Erfahrung. Sich geerdet und mit der Natur verbunden zu fühlen, ist in der Tat ein wunderbarer Vorteil. Es hilft, ein Gefühl der Harmonie in uns selbst zu schaffen. Ich bin fasziniert, es auszuprobieren. Gibt es noch etwas, das dir bei deinen Ich Spaziergängen beobachte Spaß auch macht? gerne die Tierwelt und lausche den Geräuschen der Natur, einem Chor von Vogelgezwitscher oder Blättern, die im Wind rascheln. Es trägt zur friedlichen Atmosphäre bei. Wildtiere zu beobachten und den Geräuschen der Natur zu lauschen, muss den Spaziergang noch eindringlicher und angenehmer machen. Es klingt nach einer wirklich ruhigen Erfahrung. Vielen Dank, dass Sie Ihre Liebe zu Naturwanderungen teilen. Du bist willkommen. Spaziergänge in der Natur bieten eine friedliche Flucht vor der Hektik des Lebens. Ich hoffe, du wirst es bald erleben.